Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir sind in Griechenland angekommen. Unser erstes Ziel ist das Bergdorf Papigo. In der ersten Nacht stehen wir an der beeindruckenden Vikos-Schlucht. Der Tag begrüßt uns mit Sonne und Nebelschwaden. In Papigo angekommen, machen wir eine Wanderung nach Mikro-Papigo. Wir überqueren einen der Zuflüsse der Vikos-Schlucht über eine alte Steinbrücke. In Mikro-Papigo machen wir, na klar, eine Kaffeepause. Wir lassen den Tag mit der Wanderung ruhig ausklingen. Umso wilder startet der nächste Tag. Mit dem Veranstalter Papigo Adrenalin unternehmen wir eine Rafting-Tour auf dem Fluss Voidomatis. Nach kurzer Einweisung durch Jannis werden wir im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser geworfen. Auf halber Strecke gibt es eine kurze Stärkung mit Quellwasser und Keksen. Oh mein Gott! Zum großen Finale müssen wir die Staumauer an der engsten Stelle passieren. Der bis hierher trocken geblieben ist, auf den wartet die zweite Staustufe. Wir verlassen Papigo über die serpentinenreiche Straße und bezwingen erneut den Fluss Voidomatis, diesmal allerdings trockenen Fußes. Zum Abschied werfen wir noch einen Blick in die Vikos-Schlucht. Ich habe euch ja neulich erzählt, wie wichtig das ist, dass man vor der Fahrt seine eigene Checkliste nochmal durchgeht. Sind alle Schränke verriegelt? Ist der Kühlschrank richtig zu? Mindestens genauso wichtig ist es aber auch zu checken, ist im Kühlschrank alles verschlossen und hat dort alles seinen Platz. Wir sind ja diverse Serpentinen gefahren heute und dabei ist uns leider ein kleines Missgeschick passiert. In unserem Kühlschrank herrscht eine riesengroße Sauerei und zwar sieht das Ganze so aus. Eine Riesensauerei, da hilft alles nichts. Ausräumen, sauber machen, weiterfahren.
Die Nacht verbringen wir in Ioannina am See. Es geht weiter nach Kalambaka. In den unterschiedlichen Wolkenformationen entdecken wir lustige Figuren. Irgendwann sind wir mit den Wolken quasi auf Augenhöhe, was bedeutet, wir können nichts mehr sehen. Also suchen wir uns einen Schlafplatz und schließen die Augen. Gute Nacht. Am nächsten Morgen geht es weiter nach Kalambaka zu den Meteora-Klöstern. Wie aus dem Nichts erscheinen plötzlich direkt am Stadtrand riesige Gesteinsformationen vor uns. So etwas haben wir in Europa noch nicht gesehen. Den Tag nutzen wir, um 2 der Klöster anzuschauen. Wir sind ergriffen von der mystischen Atmosphäre. Für eine heiße Dusche ziehen wir auf den Campingplatz Vrachos in Kastraki. Am nächsten Morgen ist Markt in Kalambaka und wir scheinen die einzigen Touristen dort zu sein. Anschließend machen wir uns auf den Weg zum Gasthaus Arsenis. Dort liegt etwas, worauf wir lange gewartet haben. Wir haben uns hierher ein Paket aus Deutschland schicken lassen. Kostas. Nachdem wir in Dubrovnik beim Drehen eins unserer Funkmikros in der Adria versenkt haben, war Ersatz nur in der Heimat zu organisieren. Bei der Gelegenheit haben wir uns noch ein paar Bücher mit ins Paket legen lassen. Ab sofort sind damit Dialoge vor der Kamera wieder möglich. Seht und hört selbst. Wir sind in der Region Meteora in Griechenland und sind hier vor 2 Tagen angekommen bei Regen und extremem Nebel, was diese unwirkliche Gegend in eine so mystische Stimmung versetzt hat, was einfach total spannend war und echt irre aussah. Und ja, sind total geflasht, total begeistert von dieser Region. Meteora besteht insgesamt ursprünglich aus 24 Klöstern. 6 davon kann man heute noch anschauen. Das haben wir auch getan, alle 6 tatsächlich. Wir fanden die 3 kleineren Klöster etwas schöner als die großen. Sie sind etwas ursprünglicher und sie sind in der Regel auch ein bisschen leerer, weil sie über steile Treppenstufen zu erklimmen sind. Ja, dazu muss man nämlich sagen, dass diese 24 Klöster eben alle auf diese Felsen gebaut sind und damit
insbesondere früher ziemlich unzugänglich waren. Das ist eigentlich so das Besondere und Ungewöhnliche daran. Was man auch noch dazu sagen muss, wir sind nicht die Einzigen, die das begeistert. Was heißen soll, dass hier einfach das ist halt so ein Touri-Hotspot tatsächlich auch. Hier werden wirklich busweise die Leute von Kloster zu Kloster gekarrt. Unsere Strategie für die 3 Tage war, immer morgens um 9 an den Klöstern zu sein. Wir haben pro Tag dann 2 Klöster angeguckt, immer so zwischen 9 und 11 Uhr. Da ging es noch ein bisschen und mit den Menschenmengen. Und den Nachmittag haben wir dann in Kalambaka verbracht. Wir waren wie so oft Kaffee trinken oder haben einfach ein bisschen Fotos gesichtet. Das war unsere Zeit in Nordwestgriechenland. Für uns sehr spannend, sehr spektakulär. Wir haben es hier wirklich sehr, sehr, sehr genossen und wir verlassen Kalambaka heute in Richtung Edessa. Dort erwarten uns und euch spektakuläre Wasserfälle und wir werden in der kommenden Folge unsere Kosten offenlegen. Das heißt, wir machen Kassensturz der ersten 4 Wochen mit allen Ausgaben. Wenn euch das interessiert, dann solltet ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren, das Video liken und die Glocke drücken. Also, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Thank you. Danke. Alles.